Morgen, es ist nicht Montag, es ist Dienstag und hier ist gleich wieder Futurelity. Ich habe mein Intro vergessen. Ich habe wirklich mein Intro vergessen. Ich bin so gut drin und dann habe ich mein Intro vergessen. Also, es ist der erste Tag in der Woche, deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich bin Laura, das ist mein Abnehmen-Vlog und ich zeige euch, wie ich möglichst langsam abnehme, um den Jojo-Effekt zu vermeiden und hoffentlich auch, wie ich später den Jojo-Effekt vermeide. Ich habe letztes Jahr minus 10 Kilo abgenommen, dieses Jahr erst minus 2,5. Ich versuche mich von meinen ganzen Diätregeln, Mythen zu befreien. Ich habe schon sehr viele Diäten in meinem Leben gemacht und ich habe einfach keinen Bock mehr, deswegen bin ich ausgestiegen und mache jetzt nur noch das, was ich denke. Für mich ist alles erlaubt, also ich tracke und esse intuitiv und es gibt keine Regeln. Ich mache nur das, was ich als sinnvoll erachte. Mal mehr gesund, mal weniger gesund. Jetzt wird gefrühstückt. Meine Mutter hatte heute Bock auf ein Brötchen und deswegen essen alle jetzt Brötchen. Ich liebe belegte Brötchen. Meine Mutter wollte wieder ein Lachsbrötchen haben und deswegen gibt es für mich auch ein Lachsbrötchen, weil wenn ich Brötchen esse, dann muss es immer auf jeden Fall ein Lachsbrötchen sein. Ich liebe Lachs und dazu gibt es ein Brötchen mit Camembert und ich freue mich jetzt richtig drauf, das zu genießen. Das ist genau das Richtige für mich, weil ich da jetzt total Bock drauf habe. Und dann gibt es hier für mich noch 3 Mandarinen, denke ich. Bin mir noch nicht ganz sicher, habe die aber schon mal parat gelegt, um die mit festzuhalten. Das ist jetzt mein Frühstück und wir sehen uns gleich. Es gibt jetzt Abendessen und es purzelt schon. Es gibt hier wieder Froster und für mich wieder 300 Gramm Brokkoli on top. Oh, ich freue mich drauf. Ist heute genau das Richtige. Ich brauche schnelles Essen, bevor ich irgendwie richtig quer esse. Ich habe heute 2 Mahlzeiten gegessen. Ich habe nicht zwischendurch gegessen. Die waren aber auch gut. Ich war gut satt damit. Und jetzt freue ich mich einfach nur hier, dieses wunderbare Essen zu genießen. Für mich gibt es hier Hühnerfrikassee Veggie. Das ist mein liebstes Veggie-Gericht. Ich war aber auch schon selber nicht mehr so shoppen. Und ich bin total happy, dass ich immer dieses Gericht bekomme. Aber ich denke, dass ich demnächst auch nochmal ein bisschen Froster-mäßig variiere. Im Moment nicht. Aber wie gesagt, ich esse ja auch gerne, sehr, sehr gerne immer das Gleiche. Ich werde jetzt mein Essen weiter hier zubereiten, mal ein bisschen würzen, ein bisschen aufpeppen und dann zeige ich euch gleich mein Endergebnis. Zum Glück ist es fertig. Ich freue mich drauf. Ich habe einen totalen Hunger und es ist jetzt genau das Richtige, weil es war ganz zack, zack da, beziehungsweise fertig zubereitet. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich freue mich jetzt drauf, das zu genießen. Das hier ist wieder der Fleischersatz. Der ist ein bisschen härter bei Froster, aber dafür halt ohne Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe. Und ich mochte den am Anfang gar nicht so gerne und jetzt liebe ich den. Aber gewisse Sachen muss man ja einfach nur öfter essen, um sie dann mehr zu mögen, weil irgendwas im Körper dann passiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier Knoblauch drin. Ich habe mir den einfach noch ein bisschen kleiner gerieben. Dann habe ich noch das hier dran. Das ist Ras El Hanout und irgendwie habe ich das eine ganze Zeit lang nicht benutzt, weil ich dachte so, aber beim letzten Mal, also jetzt irgendwie neulich, habe ich es wieder benutzt und ich mag es auch total gerne und es ist jetzt fast sogar im Moment gleichwertig mit meinem allerliebsten Gewürz Chakalaka, was ich demnächst auch wirklich wieder nachbestellen werde, weil ich habe absolute Chakalaka-Sehnsucht. Dann habe ich hier mir ein bisschen von der Sojasauce noch mit dran gemacht. Jetzt habe ich mir noch einen Schuss Olivenöl drüber getan und ich werde auf jeden Fall noch jede Menge Pfeffer drauf machen, weil ich da total Bock drauf habe. Und zwar werde ich roten Kampotpfeffer reinmachen, weil ich den leer kriegen will, damit ich den schwarzen Kampotpfeffer endlich auch mal ausprobieren kann. Ich werde jetzt hier mein Essen genießen und wir sehen uns gleich. Mein Abendessen war super lecker. Es hat wirklich so gut geschmeckt. Das war nach langem mal wieder genau das Richtige. Ich glaube, ich werde jetzt die nächste Zeit auch öfter so TK-Gerichte zu mir nehmen, also ohne Konservierungsstoffe und so, aber dann, weil ich einfach jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeit habe in der nächsten Zeit, um richtig was zu kochen. Also wenn ich diese TK-Gerichte zu mir nehme, dann oder schon weiß, das ist da, ich kann das schnell machen, dann hält mich das vom Bestellen ab und die Kalorien halten sich dann auch eher in Grenzen. Also da kann ich entspannt mit sein. Da weiß ich, da kann ich mir noch was Öl mit dazu machen, da kann ich mir noch eine Gemüseportion on top packen und so. Ich habe mir überlegt, dass ich eventuell, ich weiß es noch nicht genau, die nächste Zeit das auf jeden Fall öfter machen werde, wieder, weil mir das noch zusätzlich eine Sicherheit verschafft und ich ja in diesem Jahr jetzt wirklich nicht so viel abgenommen habe. Ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Ist für mich auch in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht irgendwie sauer darüber oder enttäuscht von mir oder so. Ich habe nicht zugenommen. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich mein Gewicht mehr als gehalten habe und ich weiß, dass ich weiter abnehmen werde. Es ist halt der langsame Weg und der ist manchmal sehr anstrengend und manchmal gibt es Phasen, da kommt man einfach nicht so gut rein. Aber was ich sonst immer in solchen Phasen gemacht habe, dass ich frustriert
frustriert war, dass ich gedacht habe, okay, es geht nicht weiter, es ist eh alles egal, dass ich mich dann fallen lassen habe. Und dieses Mal habe ich mich nicht fallen lassen, sondern ich bin einfach weitergegangen. Dann war es jetzt für mich nicht die Zeit. Ich weiß, dass diese Zeit jetzt bald auf mich zukommt, spätestens nächstes Jahr. Ich will ja gar nicht mehr so viel Gewicht verlieren. Ich glaube, will maximal 10 bis 15 Kilo. Ich strebe für mich ein BMI von 27 an und Muskelaufbau, so grundsätzlich. Und deswegen bin ich da entspannt. Oder bin ich auch entspannt, weil ich jetzt nicht mehr so ein hohes Ziel vor mir habe. Aber es nervt mich ein bisschen. Das ist nicht so jetzt so, dass ich nicht so zack, zack mache oder nicht streng mit mir bin und sage, du ziehst das jetzt durch und du isst jetzt irgendwie ganz wenig, damit du schnell an dein Ziel kommst. Aber ich drifte dann auch immer schnell von meinem erreichten Ziel weg. Deswegen will ich das nicht machen, weil ich ja den Jojo-Effekt vermeiden möchte. Und ich bin ja Zeit meines Lebens, also ich glaube ab dem 8. Lebensjahr habe ich mit Übergewicht zu kämpfen. Und das ist eine chronische Krankheit, das darf man nicht vergessen. Übergewicht, also Adipositas, wird als chronische Krankheit angesehen. Und ich habe das immer so von mir weggehalten mit diesem Blickwinkel, weil ich mich nicht krank fühle. Also ich fühle mich nicht belastet. Also klar, wenn ich richtig zu viel hatte, dann konnte ich mich auch nicht mehr richtig bewegen. Also wenn ich über 100 Kilo hatte, sagen wir jetzt mal so. Aber ich fühle mich nicht durch mein Übergewicht so geschädigt, dass ich irgendwie darunter leide, dass ich irgendwelche Beeinträchtigungen habe. Ich bin Gott sei Dank ein sehr gesunder Mensch. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht so ist, dass man dann Beeinträchtigungen hat. Ich habe aber dadurch jetzt keine riesen Beeinträchtigungen. Ab einer bestimmten Gewichtszahl, also ab 100 Kilo plus, ist bei mir das so, dass ich dann meine Sehnen nicht mehr richtig funktionieren und ich wirklich, also das war für mich auch immer der Grund, dann schnell davon wegzukommen. Aber ich merke dann, dass mein Körper anfängt nicht mehr zu funktionieren und im Moment habe ich das nicht, habe ich gar nichts irgendwie so, dass ich denke, ich leide unter meinem Übergewicht, außer meine Ausdauer. Aber die kann man auch mit Übergewicht trainieren. Trotzdem hat mir der Blick geholfen, es anzunehmen, dass Übergewicht eine chronische Krankheit ist und dass ich damit mein Leben lang kämpfen muss, dass ich mein Leben lang mich mit meinem Übergewicht beschäftigen muss, beziehungsweise damit, dass ich schnell übergewichtig werden kann. Und deswegen ist es jetzt auch für mich umso wichtiger, diesen Weg langsam anzugehen und den Sport mit einzubeziehen. Also im Moment ist es für mich auch am allerwichtigsten, dass ich es hinbekomme, dass ich regelmäßig Sport mache und dass ich dabei bleibe. Wo wir beim Thema sind, ich habe Sport gemacht und ich habe es durchgezogen. Ich bin total happy, dass ich es durchgezogen habe. Ich hatte nämlich auch überhaupt keinen Bock, aber ich hatte heute in mir drin so einen Schalter, den habe ich irgendwie gestern schon umgelegt auf Sport und ich konnte den nicht mehr ausmachen. Der war an. Das musste erledigt werden, damit da eine Entspannung reinkommt, so ungefähr. Und es gab keine andere Option in mir drin. Da wollte ich eigentlich wieder hin. Ich habe mich nicht gefragt, Laura, willst du jetzt Sport machen? Hast du da wirklich Lust zu? Ach, sollen wir uns nicht ein bisschen zurücklehnen? Du hast heute so einen langen Tag hinter dir und so. Diese Stimmen waren einfach hinter einer Wand. Ich habe die nicht gehört, weil die haben mich nicht interessiert, weil es einfach keine andere Option für mich gab. Und ich bin so dankbar. Also es war ein wirklich gutes Training. Ich mache ja Freeletics. Ich habe mein erstes Training wieder angefangen. Und ich dachte so, ach ja, das war so ein bisschen lasch. Also so richtig geschwitzt habe ich nicht. Aber irgendwie so nach dem Duschen hatte ich voll die Zitter. Also ich habe richtig gemerkt, wie kaputt mein Körper dann war. Und es war total intensiv, aber in dem Moment wirkte es gar nicht so intensiv. Ich habe am Wochenende mein Schritteziel verpasst. Und das hat mich natürlich total genervt, weil ich habe es einfach nur vergessen. Ich saß auf dem Sofa und wir hatten gekocht und es war irgendwie was später und ich habe einfach nur vergessen aufzustehen und meine Schritte zu gehen. Deswegen habe ich mein Schritteziel verpasst. Das heißt, ich fange wieder von vorne an. Ich war, glaube ich, kurz vor 30 Tagen. Ich fange wieder von vorne an. Mein Ziel sind 30 Tage. Mein erstes Ziel sind jetzt wieder die 10 Tage. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 3 Tagen. Und heute habe ich mein Schritteziel geschafft. Und darüber bin ich sehr froh. Ich war natürlich auch kalt duschen, weil ich musste ja duschen nach dem Sport. Ich musste definitiv duschen nach dem Sport. Und ich habe eine Runde kalt geduscht. Das war glaube ich, so 4 Minuten plus. Und ich bin ganz froh, dass ich durchgezogen habe. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, das zu machen. Ich habe es aber durchgezogen und ich war total happy, dass ich überhaupt diese 4 Minuten geschafft habe, weil diesmal war es wirklich kalt. Also es war wirklich kalt und deswegen bin ich einfach nur bei einer Runde geblieben. Das war jetzt mein Tag. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Tag. Ich freue mich vor allen Dingen natürlich wieder auf mein Bett und ich freue mich auch darauf, dass ich jetzt mit dem Sport das so durchgezogen habe. Ich finde, wenn man dann so ein Programm wieder neu anfängt, also so den Trainingsplan mal wechselt oder so, dann ist man auch wieder motivierter, Sport zu machen und deswegen freue ich mich jetzt schon auf mein nächstes Training, was morgen am Mittwoch stattfindet und ich freue mich drauf, wenn ich dann diese eine Woche abgeschlossen habe, wie ich mich dann fühle. Ich habe, was den Sport angeht, meine Trainings
Trainingstage von 4 auf 5 hochgesetzt, weil dann, glaube ich, ein bisschen mehr Kondition mit drin ist und ich einfach für mich gedacht habe, ja, irgendwie kannst du es mal versuchen. Wenn ich da irgendwie drüber falle, dann gehe ich wieder runter, weil ich möchte Sicherheit haben für mich. Aber ich glaube, dass ich das mit den 5 Trainings hinkriege. Die sind ja nicht alle immer 45 Minuten lang, die sind auch mal unter 30 Minuten. Deswegen denke ich, dass ich das entspannt hinkriege. Aber ob ich das entspannt hinkriege, das werden wir in Zukunft sehen. Nur wenn ich so ein bisschen drüber falle, also drüber stolper, dann gehe ich wieder runter auf 4. Ja. Ich werde jetzt ins Bett huschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.